Die Alternative für Deutschland, kurz AfD, hat es mal wieder geschafft. Sie ist im Gespräch. Zu verdanken hat sie es vor allem ihrem entschlossenen Auftreten für unsere Demokratie und der klaren Distanzierung von Reichsbürgern, die in der Partei teilweise prominente Aufgaben und Rollen eingenommen haben und noch immer teilweise einnehmen. Und letztendlich so die ganzen Themen außer Acht lässt, wie zum Beispiel, dass wir offene Grenzen haben, viele Illegale innerhalb unseres Landes, eine explodierende Kriminalitätsrate. Also das Ganze ist etwas, womit sich eigentlich eine Innenministerin beschäftigen sollte und nicht irgendwie mit so einem, sage ich jetzt mal, angestrebten Rollator-Putsch. Okay, natürlich war Quatsch. Natürlich steht die AfD auf der Seite der Reichsbürger, relativiert die geplanten Taten und verharmlost die Täter als harmlose Rentner. Und für sich selbst möchte die Partei natürlich das haben, was sie immer haben will. Die Opferrolle. Damit wir auch gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen können, falls es Parteimitglieder betrifft, dort auch durchzugreifen und zu handeln. Das gilt natürlich auch, was die politische Instrumentalisierung angeht, was wir die letzten Tage ja erlebt haben, teilweise durch die Medien, richtet sie sich ja nur explizit gegen die AfD. Und an der Stelle mal eine Sache klar gesagt. Die Kritik trifft vor allem die AfD, weil von keiner anderen Bundespartei mit Sitzen im Bundestag aktive Mitglieder verhaftet wurden, weil sie versucht haben, Vorsicht, den deutschen Staat zu stürzen. Aber gut, heute geht es gar nicht um Alices und Tinos blamables Auftreten, welches gut in die Verharmlosung, Relativierung und Whataboutismus-Schiene passt, welche von der AfD seit dem Bekanntwerden der Reichsbürgerpläne gefahren wird. Und selbst für die Reaktion, die wir jetzt gerade erlebt haben, brauchte die Partei Tage, um ein offizielles Statement hinzubekommen. Warum das so ist, naja, das darf jetzt jeder für sich selbst schlussfolgern und entscheiden. Heute geht es vielmehr um dieses literarische und musikalische Meisterwerk. All die Vögel tun so, als wäre alles okay. Wählen links, CDU, Grün oder SPD. Doch ich muss kotzen, wenn ich diese Missgeburten sehe. Ja, ich bin Patriot und ich will die AfD. Ja, das wird gerade aktuell vor allem von der AfD und ihren Accounts hoch und runter geteilt und sorgt für eine Menge Krawall, Empörung und Aufschrei. Auf der einen Seite wegen des sehr, sehr fragwürdigen Inhalts, den Beleidigungen und generell der Qualität dieser Arbeit. Dieses Land angeblich regieren, aber es verraten, jeden Tag aufs Neue. Die Alten, die Kinder, die hart arbeitenden Menschen. Es sind Verbrecher. Es sind Verbrecher! Auf der anderen Seite aber auch deswegen, weil viele Menschen im Netz dieses Rap-Video jetzt nehmen und es als offiziellen Wahlwerbespot der AfD verkaufen. Die Wahrheit ist jedoch, dass dieses Machwerk nicht von der Partei stammt und auch keine Werbung für eine Wahl macht. Vor allem auch deswegen, weil die einzige Wahl, die in nächster Zeit ansteht, die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin im Februar ist. Die AfD verbreitet das Video und den Song nur, auch ohne halt einen Wahlhintergrund. Wobei das natürlich im Hinblick auf die Inhalte schon an sich, wenn man mal ehrlich ist, auch irgendwie eine Aussage ist. Der Urheber des Songs mit überschaubarer Schöpfungshöhe ist Sascha Weiß, der unter dem Künstlernamen Schwarz-Weiß kein unbeschriebenes Blatt ist. Auf YouTube hat er 13.500 Abonnentinnen und hat da unter anderem Songs wie diesen hier. Unser Land wird von Verbrechern regiert, durch die Propaganda die Ängste geschürt und mit harter Hand eure Macht demonstriert. Ja, wer nicht gehorchen will, wird sanktioniert. Unser Land wird von Verbrechern regiert. Weiß gehört dem Lager des selbsterklärten Maßnahmenkritiker an, die wir umgangssprachlich als Querdenker kennen und gibt sich auch generell als jemand, der die Welt, durchschaut hat. Soll ich euch mal sagen, was das Problem unserer Zeit ist? Dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen Angst davor haben, offen und ehrlich ihre Meinung zu sagen, wenn es um Politik geht, wenn es um Corona geht, wenn es um den Krieg geht. Aus Angst davor, ihr Gesicht zu verlieren oder ihren sozialen Status zu riskieren. Wir aber andererseits von Menschen regiert werden, die überhaupt keine Angst davor haben, ihr ganzes Volk zu Hause einzusperren. Zudem gehört der Rapper auch lose zur Gruppierung der sogenannten Rapballions, die unter anderem ja auch mit Xavier Naidoo
gegen Staat und Regierungen singen wollten. Bekannterweise fiel diese Aktion jedoch ziemlich auf die Nase und Naidu kurz darauf flog auch davon. Die Rebellions selbst sind trotz allem szenebekannt, drohten im vergangenen Jahr damit, ein Impfzentrum zu sprengen, was auch den Verfassungsschutz von Bremen aktiv werden ließ. Man könnte Sascha Weiß also jetzt als rechtsextrem und als Staatsfeind bezeichnen. Aber mal ehrlich, warum sollte man sich die Mühe machen, wenn er das ja schon irgendwie auch selber tut? Alles klar, okay, dann bin ich halt ein rechtes Schwein. Nennt mich doch wie ihr wollt, ich stehe für meine Rechte ein. Ist es nicht an der Zeit, dass jemand etwas sagt, verdammt? Denn sie begehen Hochverrat an unserem Vaterland. Und beim Stefan, dem Baba Bartunek, war er auch mal zu Gast und das Telefonat von den beiden ist hochgradig entlarvend und sehr unterhaltsam. Ein kleiner Ausschnitt davon. Diese Frage tut nämlich nichts zur Sache, wenn man bedenkt, dass diese Impfung ein Angebot hätte bleiben sollen. Hey, du willst freiwillig die Impfung, du kannst sie haben oder du kannst dich dazu entscheiden, diese Impfung nicht zu haben. Ja. So wurde es aber nicht präsentiert. Ja. Das wäre völlig okay gewesen. Dann hätten die Leute sich ihr eigenes Bild machen können. Ja, aber die Leute wurden gezwungen. Sie wurden ausgeschlossen. Bist du Sie geimpft? wurden behandelt wie Schwarze in den 40er Jahren der USA. Du darfst hier nicht rein, du darfst nicht mit uns essen. Schau mal, So, das ist Extremismus. schwarz-weiß, Das du ist bist doch Extremismus. du bist selber POC und ich verstehe nicht, wie du sowas sagen kannst, Alter. Sascha Weiß, also der Rapper selbst, hat auf jeden Fall erreicht, was er erreichen wollte. Er hat Aufmerksamkeit bekommen. Und die feiert er auch selbst auf Telegram massiv. Sammelt Reaktionen und freut sich auch über den Shitstorm, den er bekommt. Am Ende hilft es ihm nämlich. Denn nur so verkauft er seine Alben, nur so bekommt er Zuwendungen und nur so baut er seine Reichweite auf. Doch es ist nicht nur das Geld, sondern sicherlich auch eine gewisse Ideologie, die da mitschwingt. Sicherlich stand am Anfang die Suche nach einer Nische bei ihm, keine Frage. Und da waren natürlich die Querdenker, die AfD und andere ein dankbares Publikum. Denn in dieser Szene werden auch Inhalte hochgejubelt, welche qualitativ sehr, sagen wir ehrlich, mangelhaft sind, solange sie die richtige Botschaft enthalten. Doch mit jedem Klick und mit jedem verdienten Euro driftete Weiß auch gedanklich immer weiter in diese Welt der Rechtsnationalen und der Demokratiefeinde ab. Auch wenn man ehrlich ist, dass er da dann eher ein kleines Licht ist. Aber genau das könnte sich natürlich jetzt dank der AfD ändern, weil sie ihm sehr viel kostenlose Werbung zukommen lässt, indem sie seinen verqueren Wahlkampfsong auch ohne Wahl gerne teilt. Und das ist das Gegenteil von dem eigentlich, was eine professionelle Partei mit Sitzen im Bundestag tun sollte, wenn auf diesem Level gehetzt wird. Aber mit Distanzierungen von Rechtsextremen und mit Rechtsextremismus tut sich die Partei halt generell, wenn man ehrlich ist, schon irgendwie schwer. Mit so einem, sage ich jetzt mal, angestrebten Rollator-Putsch. Danke fürs Zuschauen. Und was denkst du, ist Rap besonders anfällig für Extremismus? Gerade für Rechtsextremismus? Oder ist das alles nur Zufall, dass meist vor allem Rapper hier negativ auffallen? Schreib mir einen Kommentar mit deiner Meinung. Und wie immer gilt, Like, Abo und glücklich sein bitte. Und wenn du dich nochmal über die Rebellions und ihre Drohungen gegen Impfzentren informieren willst, hier findest du ein Video, mein Video darüber. Schau da gern mal rein und hier unten findest du einen Link zu dem Video von Baba Bartunek. Schau da auch mal rein, ab 2 Stunden, 7 Minuten, sowas geht's da los mit dem Telefonat. Vielen Dank, bleib untot, dein Wolfi.